Herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Regina Thelen. Ich bin Marketing-Kommunikationsmanager bei Huber & Suhner. Und heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, meinen lieben Kollegen Lars Barmann. Hallo Lars. Hallo Regina, schön dich zu sehen. Lars ist Sales Manager speziell für den Bereich FTTH, Fiber to the Home. Und er möchte uns heute einiges über FTTH, über Glasfaseranschlüsse und über ein spezielles Produkt aus unserem Portfolio erzählen. Lars, dann stell uns doch mal bitte das eine Produkt vor, was du jetzt aus unserem ganzen Portfolio rausgepickt hast. Genau, ich habe einmal die Rosinen sozusagen rausgepickt. Das ist unser X-On-Medienkonverter. Ein einmaliges, oder ich finde einmaliges und sehr schönes Produktdesign in Optik und in Haptik. Da haben wir auch 2014 für den Red Dot Award bekommen. Das ist also eine wirklich sehr, sehr große Auszeichnung, den Industriepreis. Dieser Medienkonverter ist ein modulares System. Der setzt sich einmal zusammen aus dem Wandgehäuse, der X-On30W, die kann man aufklappen, und da drin wird dann die X-On-Kassette eingeschoben. Die X-On-Kassette ist beliebig austauschbar. Wir haben also ein breites Portfolio an verschiedenen Medienkonverterkassetten. Da haben wir die X-On30W Wandhalterung. Die ist auch gleichzeitig Fasermanagement und Aufnahme für die Steckmodule für die Medienkonverter. Das Ganze klappen wir mal auf. Hier hinter befindet sich die Spleißkassette. Dort wird die Glasfaser abgelegt. Und zwar können bis zu 6 Glasfasern abgelegt werden. Das entspricht den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus. Somit können also auch Netzbetreiber, die sich von öffentlichen Geldern die Netze finanzieren, den Ausbau finanzieren, hier auch diesen Medienkonverter einsetzen. Die Abmaße sind einer Standardspleißkassette nachempfunden, so dass derjenige, der mitarbeitet, kein gelernter Uhrmacher sein braucht, sondern ganz normal seine Arbeiten mit vorführen kann. Ist die Kassette einmal installiert, haben wir sozusagen einen passiven Glasfasernetzabschluss in der Wohnung. Das kann erstmal so bleiben. Im zweiten Schritt kommt dann der Endkunde und sagt, mein lieber Netzbetreiber, ich hätte gern Internet. Dann bekommt der Kunde so ein Steckmodul zugeschickt. Das ist unser X-On1300 mit 4x Gigabit Ethernet und optischem TV-Wandler, so dass auch hier neben Internet das TV-Signal ausgekoppelt wird. Ich sehe nämlich auch, da ist genau der gleiche Anschluss dran, den auch meine TV-Dose hat. Ganz genau, ganz genau. Das ist der ganz normale elektrische TV-Ausgang. Hier können nachher beliebig viele Fernsehgeräte, so viel wie halt in der Wohnung vorhanden sind, hinter angeschlossen werden, ohne dass aber auch nur 1 Gramm Bandbreite dem Netzbetreiber verloren geht. So, Folgendes passiert dann. Einfach Deckel aufmachen. Die Kassette wird eingesteckt, zugemacht, Strom angeschlossen und schon steht die Datenverbindung und die Fernsehverbindung über Glasfaser. Es gibt ja nun verschiedene Technologien. Wir haben einmal die Punkt-zu-Punkt-Technologie, wir haben einmal die Punkt-zu-Multipunkt-Technologie. Das ist dann, in der Regel sind das dann XGS-PON-Varianten bis zu 10 Gigabit. Kann natürlich auch Punkt-zu-Punkt 10 Gigabit sein. Wo ich aber darauf hinaus will, ist einmal die Wandhalterung installiert, kann jedes Technologie-Upgrade, jeder Technologiewechsel durch einen einfachen Wechsel der Kassette gemacht werden. Das alte Modul raus, das neue Modul rein. Und schon steht eine neue Technologie oder eine neue Ausstattung zur Verfügung. Und das kann der Kunde, der Endkunde selber machen in seiner Wohnung? Ganz genau, Regina. Ohne dass dafür ein Installateur reinkommt. Ganz genau, Regina. Das kann der Endkunde selber machen. Wir haben jetzt 2 Effekte. Einmal spart der Netzbetreiber Investitionskosten, also CAPEX, indem nur einmalig eine Anschaffung stattfindet. Und er spart gleichermaßen aber auch die OPEX, also die Betriebskosten, weil es muss nur einmal ein Servicemechaniker raus, der einmal die Wandbox installiert und danach kann es dann auch der Endkunde, sofern er es denn möchte, selber walten und schalten, sprich die Module wechseln. Er kommt nicht mit der Faser in Berührung, das ist alles so geregelt, dass er wirklich nur die Klappe aufmacht, die Klappe wieder zumacht, natürlich das Modul tauscht oder einsteckt und dann funktioniert das Ganze. Das hört sich mega interessant an für mich. Ich muss mal mit meinem Netzbetreiber reden. Ich hätte gerne auch einen Glasfaseranschluss bei mir zu Hause. Tja, da müssen wir, glaube ich, doch noch einige mitreden, denn so viele Glasfaseranschlüsse haben wir ja nicht, zumindest nicht so viele aktive. Und das ist leider Gottes so, ja. Obwohl die Netzanbieter heutzutage wirklich sehr darauf bedacht sind, wirklich so viele Haushalte wie möglich ans Netz zu bringen, aber es ist schon Musik. Es hängt ganz schön hinterher. Es ist aber trotzdem schon Musik im Kern. Wir haben eine Vielzahl an Netzbetreibern in Deutschland, die also auf dieses bewährte System setzen, heute wie aber auch zukünftig, weil wir reden auch von Standzeiten mit 10 Jahren plus.
für diese Lösung. Und ich denke mal, das ist schon fast einmalig oder ist einmalig. Und das ist auch einer der ganz großen Mehrwerte, die wir haben. Auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt, ein sehr interessantes Produkt und auch ein ganz interessanter Vortrag von dir. Let's. Danke, ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist. Gerne. Meine lieben Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden in Zukunft gerne weiter solche Podcasts machen. Wenn Sie Informationen brauchen oder vielleicht eine Anregung haben oder eine Frage, dann schicken Sie uns die einfach. Wir werden auf jeden Fall Lars' Kontaktdaten mit an diesem Video anhängen und wir werden natürlich auch einen direkten Link zu unserer Webseite machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.